Hallo, ich bin Susanna, ich bin Selbstunternehmerin im Bereich Massagen und Coaching und biete diverse Behandlungen an wie Tantra, Tao, Lomi, Reiki, Thai Yoga und Coachings und gebe auch Privatunterricht für Paare. Ursprünglich habe ich Hochbauzeichnen gelernt und Architektur studiert, doch das fühlte sich nie so richtig stimmig an. Es war eigentlich reiner Zufall, wenn man an Zufälle glaubt. Aus einer Krise heraus in 2018 zog es mich, neugierig und experimentierfreudig wie ich bin, zu einem Tantra-Grundkurs. Das war für mich eine komplett neue Welt, eine komplett neue Denk- und Sichtweise, die auch meine Beziehung damals rettete. Und aus Neugierde habe ich dann einfach mal eine Homepage erstellt, nur um zu schauen, was passiert. Und als die Anfragen dann mehr wurden, beschloss ich, mit der Ausbildung zur Tantra-Masseurin zu beginnen. Dann folgten die anderen Weiterbildungen und ich habe gemerkt, dass ich das sehr gut kann. Und ich folgte einfach dem Flow und schaute, wo es mich hinzieht, was mir gefällt und Spaß macht und sich richtig stimmig und stimmig anfühlt. Ich fing dann auch an, Kurse zu besuchen über Themen, die mich wirklich interessierten. Und das eine führte zum anderen und heute stehe ich da mit meinem eigenen Unternehmen. Herausforderungen. Dazu komme ich aus einem kleinen Dorf aus Portugal und wurde so erzogen, dass ich mich als Frau anzupassen und zu fügen habe. Auch das Modell vom Mann als Ernährer ist doch noch weit verbreitet, was auch mich zögern ließ, mein eigenes Business zu gründen. Und dieses weit verbreitete Modell führt auch oft dazu, dass viele Frauen sich nicht trauen, sich zu zeigen. Doch als ich durch eine Krise plötzlich stark sein musste, hatte ich keine andere Wahl, als den Weg der Unternehmerin zu gehen. Auch vor allem ungeachtet dessen, was das mit einem Mann machen könnte, wenn du als Frau ein eigenes Unternehmen hast. Eine Krise ist nicht immer was Schlimmes, wenn du daraus lernst und die Chance dann auch nutzt, etwas zu verändern. Denn in jeder Krise steckt die Chance für Wachstum. Dann waren da noch meine limitierenden Glaubenssätze. Wer bin ich schon, um mehr zu wollen? Wir werden dazu erzogen, ein funktionierendes Ratensystem zu sein. Diejenigen, die es dann wagen auszubrechen, werden zurückgehalten, belächelt, kritisiert. Aber ich musste erkennen, das sind die limitierenden Glaubenssätze der anderen und nicht meine. Das war die Herausforderung, dass ich lernen musste, mit Kritik umzugehen und was die Leute über mich denken könnten, wenn ich sagte, dass ich Tantra-Masseurin bin. Aber da die Leute denken, was sie wollen, konnte ich das gut hinter mir lassen. Noch eine weitere Frage, was ist, wenn es schief geht? Die meisten Befürchtungen treten gar nicht ein. Denk dir nicht vorher schon alles kaputt. Aufhören. Ja und nein. Anfänglich übte ich meine Tätigkeit noch ein Jahr im Geheimen aus, da ich mich nicht getraute, dazu zu stehen. Ich merkte im ersten Jahr, dass die Meinung der anderen und wie ich gesehen werde, mir doch wichtiger waren als mein Erfolg. Ich musste zuerst wirklich an mir arbeiten, meine Glaubenssätze, bevor ich mich überhaupt outen konnte mit meiner Tätigkeit. Und als ich dann den Mut hatte, zu meiner Tätigkeit zu stehen, hatte ich noch mehr Arbeit und war deshalb ziemlich erschöpft. Auch da wollte ich alles an den Nagel hängen und doch konnte ich nicht aufhören. So wichtig war mir die Arbeit mit den Menschen. Und das Thema Sexualität, Beziehung, Intimität und Nähe ist ein enorm wichtiges Thema. Und die Anlaufstellen, um solch wichtige Themen zu besprechen, sind wenige. Das war dann für mich der Antrieb, weiterzumachen. Und auch der Antrieb, mich zu zeigen, da die Menschen verurteilen, was sie nicht kennen, gibt es viele Kolleginnen und Kolleginnen, die sich nicht trauen, sich zu zeigen. Dem möchte ich wirklich entgegenwirken. Und deshalb übe ich die begeisterter denn je meine Arbeit aus und zeige mich der Welt, um anderen Mut zu machen, sich ebenfalls zu zeigen. Deshalb denke ich nicht daran aufzuhören. Im Gegenteil, ich fange gerade erst richtig an. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und es gibt keine größere Freiheit, als sein eigener Chef zu sein. Tun und lassen, was man möchte, sein eigenes Einkommen bestimmen und über die eigene Zeit selbst zu verfügen.
Es gibt für mich nichts Besseres und es ist absolut wirklich erstrebenswert. Es hört sich zwar alles sehr verlockend an, es braucht aber sehr viel Disziplin und sehr viel Einsatz. Weil es ist tatsächlich so, dass du als Selbstständiger selbst und ständig am Arbeiten bist. Doch wenn du machst, was du liebst, dann fühlt es sich nicht nach Arbeit an, sondern als Arbeit mit Vergnügen. Also tägliche Weiterbildung ist für mich persönlich das Wichtigste, denn umso mehr ich lerne, umso mehr und besser kann ich den Menschen helfen, die zu mir kommen. Sich zeigen und selbst vermarkten zu können, muss natürlich auch sein als Einzelunternehmer, denn wie sollen dich die Leute finden, wenn sie nichts von dir wissen und nichts von dir und von deiner Arbeit wissen. Natürlich braucht es die Klassiker, wie auf allen Social-Media-Plattformen Präsenz zu sein und natürlich gute Arbeit, damit dich die Leute weiterempfehlen und du so stetig wachsen kannst. Sollen wir den Hut an eine stellen, oder? Mit dem Hut? Du willst. Nein, ohne Hut.